Moin, ihr Landratten. Einen schönen Mittag wünsche ich euch. Der ein oder andere vielleicht gerade in der Pause. Ja, es hat sich einiges angekündigt. Also insgesamt sind da 4 Containerschiffe unterwegs hier nach Hamburg. Und da dachte ich mir, Mensch, mal wieder so einen schönen Mittagsstream. Das ist immer so herrlich entspannt. Und guckt mal bitte auf die Elbe. Also das Wetter ist... Es weht nicht ein Lüftchen, wir haben also wirklich Ententeich. Es sind angenehme Temperaturen, also mehr geht eigentlich nicht. Außer diesen 4 Containerschiffen, die reinkommen, geht glaube ich auch noch eins raus. Ich meine die Ningbo Express und wir können gleich mal gucken. Ich glaube ein Beluga oder sogar 2 sind auch unterwegs. Also einer kam eben schon rein, aber ich meine einer ist noch da. Aber können wir gleich mal aufs Radar gucken. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf einen sehr entspannten Stream hier mit euch. Jetzt erstmal alles einstellen hier. Und so, Kamera 2 haben wir. Und erster Schlepper ist auch unterwegs. Und dann können wir gleich mal gucken, wie denn hier eigentlich so die Verkehrssituation aktuell ist. Hier seht ihr die APL Boston. Das ist die erste, die reinkommt. Die ist jetzt gerade auf Höhe Wedel. Kurz dahinter haben wir Hennecke Rambo. Wahrscheinlich eins der berühmtesten oder einer der berühmtesten Containerfeeder überhaupt durch die Reportage auf NDR. Dann haben wir dahinter die Montreal Express und mit ein bisschen Abstand haben wir hier oben die Evergreen Evermass. Wie gesagt, Ningbo Express müsste dann noch rausgehen und ja, ich schaue mal eben, was die Beluga machen, denn mittlerweile habe ich mich hier auch mal mit Flightradar eingerichtet. Bedienung ist noch etwas hakelig bei mir, aber ich glaube, wenn man hier draufklickt, dann kann ich mir hier die Ankünfte aufrufen. Und wenn ich das richtig sehe, ist hier einer direkt im Anflug. Und warte mal, den kann ich doch jetzt auch auf der Karte zeigen. Und ja, der überfliegt gerade irgendeinen anderen Flugplatz, wenn ich das richtig sehe, oder? Also der planmäßig 13:50 Uhr steht da. Warte mal, nee, der steht noch am Boden. Ich glaube, ich habe den falschen getippt. Paddy, ich sag ja, Bedienung etwas hakelig. Bitte verzeiht mir, ich übe noch. Und zwar, da war doch hier, der hier oben. Da, der ist doch unterwegs. Mensch, hier, der soll 12:35 Uhr ankommen. Junge, Junge, Junge. Guck mal, der ist gar nicht so weit schon auf dem Weg hierher. Also haben wir einiges an Verkehr. Und los geht es mit VB Bär, der wahrscheinlich die APL Boston abholt. Ich habe mal eine Frage an euch Spezies. Kann man auf Flightradar eigentlich diese Karte jetzt hier anzeigen mit dem Flugzeug, was getrackt wird, ohne auf der linken Seite diese Infos? Weil wenn ich das jetzt wegmache, dann ist zwar dieser Flieger noch in der Mitte, aber der Track wird nicht mehr angezeigt. Das wäre natürlich ganz cool, wenn man den noch sehen würde. Naja, sei es drum. Also, erstmal hier VB Bär. Hey Master Jan. Ich danke dir vielmals für dein Sub auf Twitch. Willkommen an Bord. Und Guru 25102510. Danke für 7 Monate bei uns. Danke für den Sub, danke, danke. Und was ist hier denn los? Mensch, der Mike und Hansi, die beiden, die haben die Annette schon angesteckt. Annette schickt 5 € Superchat für Fischeis. Oh, und da kommt irgendwie eine rostige Nähmaschine auf dem Wasser. Tommy sagt, das Tracking ist leider nur mit der Info möglich. Also da. Ich weiß nicht, ist es eine Nähmaschine oder ein kaputter Rasenmäher?
Auf jeden Fall sieht es nach Spaß aus. Tomatsu Racing. Och, da hätte ich aber auch Bock drauf. Da hätte ich durchaus Bock drauf. L4W-Bringer, danke dir für 6 Monate auf Twitch. Schön, dass du so lange dabei bist. Und Nicole, danke dir für 9 Monate Speicherstart. 4 Monate Prime Sub auf Twitch lässt der Tom da. Dankeschön. Und Schwarzbart Jürgen ist auch schon wieder dabei. Jürgen, herzlichen Dank für 5 Subs. Holla die Waldfee. Und die Rea grüßt mit 100 Bits. Dankeschön. Till meint, bei ihm hakt der Stream ein bisschen. Gebt gerne mal Feedback, ob das ein Problem beim Till ist oder ob sonst noch jemand ein Problem hat mit dem Stream. Dann muss ich da investigativ tätig werden. It's Victor, danke dir für deinen Prime Sub. Und Hamilch 12, auch an dich ganz herzliches Dankeschön. Willkommen an Bord, danke für deinen Prime Sub. Ja, also die meisten schreiben, kein Problem, alles flüssig. Also gehe ich mal davon aus, dass das eher ein lokales Problem ist. Danke auf jeden Fall für das Feedback. Auch Martin schreibt, dass er auf der Hennecke Rambo, bin ich im April, Mai vorigen, ach, er ist auf der Hennecke Rambo letztes Jahr gefahren und zusammen sogar mit Captain Ingo. Ja, ich weiß gar nicht, ob Captain Ingo an Bord ist. Ich glaube aber schon, denn ich folge ihm auf Instagram und ich meine, er hat gestern oder heute irgendwas von Bord gepostet. Allerdings ja, ist der Ingo Dreves irgendwie noch nicht Hamburg Hafen Live infiltriert worden. Also ich glaube, der weiß noch gar nicht, dass es uns gibt oder hat überhaupt keinen Bock auf zu viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit. Ich stehe heute im Rüschpark wieder mal. Das ist ja hier dieser schöne Spot an der Start- und Landebahn von Airbus. Der Turm ist voll. Da habe ich erst gar nicht versucht, mich da oben drauf zu stellen. Deshalb gleich hier ein Stückchen weiter. Aber ey Leute, so ein geiler Tag wie heute. Gleich ein paar Schiffchen, ein paar Flugzeugchen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Ralf S. aus A, ich danke dir vielmals für den Luftfahrtsicherheitszuschlag. 2 € Superchat. Herzlichen Dank. Evolfa, danke an dich für 6 Monate. 6 Monate Prime auf Twitch. Der Pagoden-Andi ist seit 10 Monaten dabei. Dankeschön. Er schreibt auch, dass alles bestens läuft. Und dann haben wir noch den Sebastian Kolze. Mensch, Sebastian. Unser olles Mod-Tier. Oll bitte als Kompliment sehen. Ein Urgestein. Unser Sebastian ist auch schon seit 19 Monaten dabei. Und er sagt, der Rasenmäher war übrigens ein Thundercat. Oh, Annette ist mit Ingo in Kontakt. Schickt nochmal 5 € Superchat. Danke dir, Annette. Und schreibt, er ist an Bord. Hat mir gerade geschrieben. Dann frag ihn doch mal, ob er Lust hat hier. Es muss ja nicht gleich ein 360 sein. Es muss nicht gleich ein Fiederballett sein. Aber vielleicht so einmal kurz
das Knöpfchen drücken. Hamilch fragt, wie vereinbare ich eigentlich Beruf und Streaming? Hamilch, ganz einfach, indem das beides eins ist. Ja, ich gucke noch mal eben Vessel Finder. Nee, das ist noch nicht der Schlepper. Der Schlepper, den wir eben gesehen haben, der ist jetzt hier. Die APL Boston, die ist hier. Also da ist noch ein kleines Stück dazwischen. Ich vertue mich da immer ein bisschen. Ich denke immer, Wedel ist näher dran. Aber Wedel ist ja tatsächlich da hinten bei den beiden Schornsteinen. Also da verschätze ich mich echt immer so ein kleines bisschen mit der Entfernung. Es kann also gut sein, dass der Beluga noch eher hier ankommt. Mal gucken, wo der sich denn jetzt rumtreibt. Ach, der ist schon quasi über die Elbe hinweg, dreht schon ein. Och, dann müssten wir den ja bald sehen. Dann kann ich ja hier schon mal in Position gehen. Dann werden wir den ja noch bekommen, bevor die APL Boston da ist. Kommt von Osten her. Ein paar Wolken da hinten. Ich weiß gar nicht, wann wir den sehen. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen Zeit. Der Korbacher. Danke, 14 Monate. Und er schreibt, danke fürs Ablenken beim Tapete abmachen. Herzlichen Dank. Danny ist da. Die Bande aus Wasserburg lässt auch 2 € da. Liebe Grüße, ihr beiden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Anja meldet, das ist der Beluga XL2, der da gleich irgendwo reinkommt. Dann werde ich schon mal hier mein Flugzeugtracking einschalten. Und mal gucken, ob wir den gleich gut reinkriegen. Müsste ja langsam dann hier... Oh ja, ich sehe ihn. Seht ihr ihn auch? Jetzt muss ich ihn nur treffen. Da ist er. Oh, guck mal, wie schön, vor der Wolke. Ach, ich freue mich immer. Ich freue mich über den Beluga. Ist auch das einzige Flugzeug, was ich mit Sicherheit identifizieren kann. Naja, vielleicht noch ein A380 und eine 747. Aber dann war es das auch schon. Ja, vielleicht ist jemand hier, der das noch nie gesehen hat. Wir haben ja hier direkt in Hamburg das Airbus-Werk in Finkenwerder und diese Belugas sind die Transportflugzeuge, die eigenen Werkstransportflugzeuge, mit denen Flugzeugteile zwischen den verschiedenen Airbus-Werken hin und her transportiert werden. Und ja, da wurde halt quasi oben so ein Laderaum draufgesetzt und das Ganze sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Beluga-Wal. Dann haben sie die auch angemalt. Das Cockpit sieht so ein bisschen aus wie der Mund, haben sie noch ein paar Augen drauf gemalt. Und es gibt sogar einen, der hat so ein Zwinkerauge auf der Seite. Das ist der mit der Nummer 6.
jetzt kommt er auch gleich ein bisschen näher. Kann man ihn schon mal ganz gut erkennen. Ja, schade, dass die APL Boston noch nicht in Sicht ist. Mensch, so ein Beluga über dem Containerschiff, also direkt drüber geht ja nicht, aber zumindest so, dass es in etwa so aussieht. Das würde gehen. Sascha, es gibt insgesamt 6 von diesen großen XL-Beluga. Es gibt auch noch einen kleineren, die wurden aber, die sind, glaube ich, gar nicht mehr im Einsatz. Da dürfen aber gerne mal die Flugzeugexperten ein paar Infos schreiben. Ich meine, mit den kleineren hat der Airbus versucht, so eine eigene Transport-Company zu gründen. Aber das haben sie dann vor kurzem quasi wieder aufgegeben, weil das wohl nicht so gut funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Guck mal, wie dicht der hier unter der Elbe durchkommt. Oh nein, jetzt fliegt er da. Ich habe schon wieder einen Sensorfleck. Naja, da kümmern wir uns gleich drum. Und das war es dann auch schon. Okay, ich muss mich mal kurz um den Sensorfleck kümmern, weil sonst kann ich unmöglich hier weiter streamen. So, mal gucken, ob der jetzt weg ist. Wenn das nur ein Staubkorn ist, geht das immer ganz gut. Aber wenn das was Hartnäckiges ist, dann... Oh, Jens, unser Frachtschiffreisen-Junkie ist da und er schreibt, er schickt 5,99 und er hat den Ingo angeschrieben. Der Jens hat mit dem Ingo ja auch vor kurzem eine Frachtschiffreise gemacht und er sagt, er versucht es. Vielleicht mit einem kleinen Horngruß. Mensch, Hennecke Rambo, ein Hörnchen. Das wäre ja auch abgefahren. Das wäre ja richtig cool. Vielleicht... ich weiß nicht, wenn einer von unseren Moderatoren, ich weiß nicht, meine liebe Frau Tanja, sag mal, hast du zufällig den Instagram-Account von dem Ingo Dreves? Ich meine, der heißt auch Captain Ingo oder so. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht einmal in den Chat posten können. Annette schickt auch noch mal 2 € und Annette hat dem Ingo auch geschrieben, oh Mann, was muss der denn denken, der arme Ingo, der muss auch denken, oh Gott, die Vollbekloppten. Ich werde gestalkt mit der Kamera und jetzt schreiben hier alle möglichen Leute, dass er hier rumhupen soll. Oh, 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 oh. Aber da sehen wir schon hinter der Spundwand die APL Boston, die jetzt hier gleich als nächstes eintrudelt. Dann der Thorsten Brandeis. Ganz lieben Dank, Thorsten, dass du 5 Mitgliedschaften auf YouTube verschenkt hast. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen an Bord, Torben. Ach, ich liebe diese Streams hier, entweder am Bubendei-Ufer oder am Rüschpark. Gerade so die tagsüber, wo ein bisschen was los ist. Wir haben auflaufendes Wasser. Ich glaube,
Ich glaube, höchster Pegelstand müsste 14 Uhr noch was sein. Das heißt, die kommen jetzt hier alle mit der Flutwelle rein. Die Ever Mass ist das größte Schiff von denen, die wir erwarten, meine ich. Die hätte, was hat die, 330 Meter oder ist es eine 360er? Kann ich gleich nochmal nachschauen. Oder machen wir dann, wenn sie kommt. Florian fragt auch, wie lang ist denn der Kahn, der da jetzt reinkommt. Ja, los, dann machen wir doch mal, dann gucken wir doch mal ein paar Infos zur APL Boston. Die APL Boston ist Baujahr 2013. Hat aktuell einen gemeldeten Tiefgang von 12,80 Meter und eine Länge von 328 Metern und eine Breite von 46 Metern. Und ja, die letzten 7 Tage kann ich euch auch zeigen, wo sie herkommt. Also die ist jetzt, müsste jetzt, wenn ich das richtig sehe, auf dem Track aus Rotterdam kommen, war davor in England. Aber ich kann immer nur 7 Tage zurücktracken hier mit dieser Funktion. Ja, ich habe noch mal so ein bisschen am Setup gebastelt, dass ich jetzt das iPad wieder ordentlich einbinden kann. Und daher ist es jetzt halt auch einfacher, egal ob Flightradar, Vessel Finder oder irgendeine andere App, als Bild in Bild mit einzubinden. Das war noch so ein Überbleibsel, was mir ein bisschen fehlte. Tanja hat mal den Link rausgesucht von Captain Ingos Instagram-Account. Andreas Schweiger, ganz lieben Dank an dich für 13 Monate auf der Reeperbahn. Grüße vom Rhein schickt er. Antibank, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da auf dem Ärmelkanal jetzt los war. Ich habe da nicht drauf geachtet. War da was los? Ärmelkanal? Du meinst wahrscheinlich einfach, dass hier so viel... Achso, du meinst wahrscheinlich das hier, ne? Was hat er da getrieben? Ja, musste wahrscheinlich warten. Musste wahrscheinlich warten auf dem Weg nach Rotterdam und hat da einfach so ein paar Kringel gedreht. Ein Beluga hebt ab, das hört ihr wahrscheinlich. Sehen können wir es leider nicht. Dann ist hier die Frage, ob ich mich erinnern kann, wann die letzte Antonov in Hamburg gelandet ist. Nee, keine Ahnung. Also, ist hier überhaupt schon mal eine gelandet? Also das wäre jetzt eine Frage für unsere Flugzeugspotter. Vielleicht können die da ein bisschen aushelfen. Lotse 2 macht sich auf den Weg, auch ganz gemächlich. Moin Malte, schön, dass du auch da bist. Ja, und er schreibt auch, wenig Wind, angenehme Temperaturen. Es ist tatsächlich fast schon zu warm in meiner dicken Jacke. Aber lieber ausziehen, als wenn man nichts mehr zum Überziehen hat. So, dann will ich noch ein Dankeschön loswerden. Ich hoffe, dass sie auch da ist. Michaela Dötsch, bist du zufällig da? Michaela, ach, das ist ich Ela. Das ist die Michaela. Ich Ela. Ja, das sagt mir natürlich was. Ela, meine Liebe, ganz herzlichen Dank für das Amazon-Geschenk, was gestern angekommen ist. Haben uns sehr gefreut. Danke, danke, danke. Ich meine, da stand auch noch ein zweiter Beluga auf der Liste.
der, den ich zuerst angeklickt hatte. Aber ich glaube, der stand noch. Jawohl, und Yannick schreibt, Bielefeld grüßt alle Hamburg-Hafen-Live-Zuschauer. Bielefeld Power. Ostwestfalen-Lippe ist auch wieder vertreten. Das gibt's doch gar nicht. Mich gibt es auch nicht. Geborener Bielefelder. Ausgewandert nach Hamburg, jetzt hier als Quitsche ansässig. Glücklicherweise habe ich eine Frau gefunden, die mich in Hamburg aufgenommen hat. Und ich so die Hamburger Stadtbürgerschaft bekommen habe. Sven meint, am 11.12.2022 war eine AN 124 in Hamburg. Ja, das ist ja gar nicht so lange her. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Lord Herbsty, ganz lieben Dank, dass du deinen Prime-Sub auf Twitch da lässt. Zeit für ein paar Hörner, oder? Da kommt sie, die APL Boston. APL ist, glaube ich, typischer Eurogate-Kunde, müsste also daher zum Eurogate gehen. Schlepperassistenz macht Boluda. Mensch, bei Airbus ist aber richtig Attacke, da geht schon wieder gerade einer hoch. Ist aber, glaube ich, kein Beluga. Ist ja richtig Alarm heute. Das eskaliert hier noch. Danke für 13 Monate, Walter Waltershof. Und er schreibt, danke für ca. 400 Tage in der ersten Reihe. Ja, Ole, für Sensorflecken ist ein Ankerbesen tipptopp. Wir haben es wieder nicht geschafft. Wir wollten eigentlich gestern hin und dann ist wieder was dazwischen gekommen. Ja, Antibank, nächster Stream von der Aussichtsplattform. Du meinst von dieser hier. Ja, das wäre natürlich cool, wenn man da hinkommt, ne? Das wäre in der Tat cool. Da bräuchte ich ein Festmacherboot, könnte mich dahin bringen. Leute, das wäre natürlich eine Perspektive, oder? Stellt euch das mal vor, auf dem Ding. Gar nicht auszudenken, wenn da so ein Beluga runterkommt. Nicht auszudenken. APL, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehört APL mit zu CMA CGM. Daher auch eine ähnliche Farbgebung. Herr R. fragt oder schreibt, hatte die Tage mal gehört, dass du auf Kreuzfahrt gehst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Es stimmt tatsächlich. Kaum zu glauben, aber Paddy geht auf Kreuzfahrt. Und zwar starte ich am 12.06. mit AIDA Prima in Richtung Norwegen. Und natürlich versuche ich da auch den ein oder anderen Stream rauszuhauen. Ja, von rechts kommt ein Schlepper, der für die Position 1. Drückt mal die Daumen, dass wir gleich wieder hier in der ersten Reihe sitzen, wenn vorne angespannt wird. Das ist nämlich hier ein ganz guter Punkt. Je nach Timing passt das oft tipptopp. Der Tanja hat heute ein bisschen Pflegedienst. Unser Rüde, der Joe, war beim Zahnarzt. Der brauchte eine kleine Zahnreinigung und
ja, er ist zwar ein Rüde, aber er ist genauso wehleidig wie sein Herrchen. Die APL Boston hat übrigens eine Kapazität von maximal rund 9200 Standardcontainern. Und nochmal auch für alle, die neu dabei sind, das sind die 20 Fuß Standardcontainer. TOE steht für 20 Foot Equivalent Unit. Wir werden das bestimmt gleich sehen auf dem Schiff, dass da welche drauf sind, die kürzer sind und welche, die länger sind. Die kürzeren haben dann 20 Fuß, die längeren 40 Fuß. Und hey, man glaubt es kaum, aber man kann einen 40-Fuß-Container auf zwei 20er stellen und umgekehrt. Was in den Containern drin ist, weiß selbst die Crew im Normalfall nicht. Außer bei den Gefahrgutcontainern, den sogenannten DGs für Dangerous Goods und teilweise auch bei den Kühlcontainern, auch Reefer genannt. Ja, und ich finde, wenn man das so sieht, dann ist das schon echt ein ganz ordentlicher Brecher, der da ankommt. Ist natürlich nicht voll beladen mit über 9000 Containern, aber trotzdem schon eine anständige Größe. Und das ist halt noch lange nicht das Größte, was es gibt. Annette, ganz lieben Dank. 2 Euro Superchat für ein Hundeleckerli. Da müssen wir aber aufpassen, dass unsere Hündin Scampi dem Joe das nicht wegfrisst. Jetzt eskaliert das mit dem Licht hier auch schon wieder. Ja, danke für die Info, dass da gleich noch ein A320 oder 321 rausgeht. Aber alles, was rausgeht, heute in Finkenwerder, können wir maximal ein bisschen hören. Dafür sehen wir hier, wie gerade das Lotsenboot an die APL fährt und dort der Lotse übersteigt. Ihr könnt das wahrscheinlich auf euren größeren Monitoren sehen. Zack, Hafenlotse an Bord. Nee, das war kein Energy Drink. Das war in der Tat ganz simples Mineralwasser. Och, aber ich finde so dienstags 12:50 Uhr ist eigentlich Zeit fürs erste Stößchen.
Marc Fischer, danke auch an dich für 9 Monate bei uns an Bord. Und Annette ist ganz lieb und haut für Scampi auch nochmal ein Leckerli raus. Annette, danke dir. Ja, wenn Tiere was haben, das ist immer doof. Ich leide da echt immer ganz, ganz furchtbar. Also wenn mit den Hunden irgendwas ist, das ist das Allerschlimmste überhaupt. Schlepper Nummer 3 ist auch im Anflug. Könnte ich eigentlich mal kurz drauf gehen. Oh, guck mal, wie schön der da durchs Wasser flügt. Einfach so ästhetisch, diese Biester. Und das wird wohl der Schlepper sein, der vorne rangeht, weil der eben schon mal hier unterwegs war, der ist vorbeigefahren. Lotsenbarkasse tuckert immer noch nebenher, wartet darauf, dass der Elblotse von Bord geht. Ist denn da schon jemand oben auf der Manöverstation? Ja, da sieht man schon die ersten Playmobil-Männchen, die jetzt sich bereit machen, gleich den Schleppdraht anzunehmen. Und der Schlepper sagt sich auch, warum 1 Meter zu viel fahren, wenn ich doch das Schiff auch einfach kommen lassen kann. Walter schickt nochmal 20 € per PayPal für die 400 Tage. Walter, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und Andi, der Sattelschlepper, ist auch da. 5 Schweizer Franken, Lindkugeln für alle. Ja, es ist auch besser, wenn ihr die esst, weil bei mir ist das mittlerweile ein bisschen zu viel mit den Lindkugeln.
Da ist die Wurfleine. Ah, hat er nicht gekriegt. Hat er nicht gepackt. Muss noch mal ein Stück näher ran. Einmal neu werfen. Vorführeffekt. Derweil ist der Elblotse von Bord gegangen. Wird jetzt mit der Lotsenbarkasse Lotse 2 weggebracht. Vielleicht nach Teufelsbrück sogar, denn drüben in Teufelsbrück, da ist die Station bzw. das Hauptquartier von den Elblotsen. Genau, John, vielen Dank. 2 Euro Superchat für ein gesundes Matjesbrötchen. Ah, so ein schönes, frisches Matjesbrötchen. Auch herrlich. Ich danke dir vielmals. Gracelock, danke für 3 Monate bei Twitch. Danke für deinen Prime-Sub. Anja, ob der Elblotse gleich direkt zur Station zurückgefahren wird, hängt davon ab, ob der, ja, wo der hin will. Ne? Aber die Elblotsen, die sind ja eine ganze Zeit unterwegs gewesen. Also ich gehe davon aus, dass der jetzt zur Station gebracht wird. Also hier sehen wir auch, Lotse 2 fährt nach Teufelsbrück rüber und wird da anlegen. Ein bisschen weiter links hier das gelbe Gebäude, was ihr hier seht mit den Antennen oben an Bord. Das ist das Hauptquartier von der Lotsenbrüderschaft Elbe. Und ja, schade, schade, dass wir das nicht etwas näher gehabt haben, aber das, also das sieht doch auch geil aus, oder? So ein Schlepper da unterm Bug, da sehen wir auch den Schleppdraht. Sensationelle Bilder wieder. Lucy, danke dir für 6 Monate bei uns auf dem Kanal. Danke für deinen Sub auf Twitch. Ja, und im Rückspiegel sehe ich schon Hennecke Rambo, da will ich gleich mal drauf gehen. Ingo Dreves mit seiner Hennecke Rambo, der wird hier durchbrettern, denn der ist Freifahrer. Der braucht keinen Schlepper, der braucht keinen Lotsen. Der hat sein Seepferdchen gemacht und darf hier ohne Begleitung durchballern. Das heißt, der wird mit Vollgas gleich an uns vorbeiziehen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass es vielleicht einen kleinen Gruß gibt. Jannik, danke. Ihm gefallen die Weitwinkelaufnahmen besonders gut. Ja, Weitwinkel ist halt immer ein bisschen Drama, ne? Hast halt viel Himmel mit drauf. Weitwinkel ist immer die Drama Queen. Ankerbengel, danke dir für 5 Monate auf Twitch. Und der Sven ist da. Schickt 20 Euro per PayPal für 2 Fischbrötchen und Pommes mit Senf. Oh, Sven, du weißt aber ganz genau,
was ich gerne mag, oder? Danke, ihr Lieben. So, kleinen Moment noch, dann können wir den Schwenk machen auf Hennecke. Ja, Pascal schreibt es auch, Hennecke Rambo, sehr bekanntes Schiff. Auch der Kapitän Ingo Dreves durch eine sehr schöne NDR-Doku. Ich glaube 2 oder 3 Teile gibt es davon. Heißt irgendwie Fernfahrer auf den Meeren, auf den Weltmeeren oder so ähnlich, wenn ihr die nicht kennt. Und das ist das Schiff von der Reederei Rambo. Sehr gepflegte Schiffe bei Rambo. Bin ich ja selber schon mitgefahren. Und das ist wahrscheinlich das berühmteste Fiederschiff Deutschlands. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Vielleicht kommt danach schon die Skala. Jawohl, wir feiern, Captain Ingo. Mega, sensationell, Hennecke Rambo. Nachdem wir letzte Woche Beate bekommen haben, jetzt auch Hennecke in der Sammlung.
Aber auch schön, wenn die mal mit so ein paar Knoten hier an uns vorbeifahren und nicht nur so tuckern wie die ganz großen. Oh. Timo fragt, ob ich auch zurückgrüße. Naja, ich habe gewunken. Ein mobiles Horn mit Pressluft habe ich leider noch nicht. Leider, leider. Und völlig vergessen, ein Foto zu machen von Hennecke. Ja, dann mache ich es halt von hinten. Ja, man bräuchte jetzt Brigitte, dann könnte ich zurückgrüßen. APL geht vorwärts in den Parkhafen. Die ist nicht so lang, dass sie auf der Elbe gedreht werden muss. Also wenn ihr die Doku nicht kennt, gibt es auf YouTube. Schaut da einfach mal. Heißt, glaube ich, irgendwie Fernfahrer auf den Meeren oder auf den Weltmeeren. Dann müsstet ihr die finden. Ist wirklich interessant. Und ein cooler Typ, der Ingo Dreves. Ioni fragt, wie viele Container denn die Hennecke Rambo packt. Hennecke Rambo müsste so im Bereich von, weiß nicht, hat die so 1000 Toy oder sowas? Ich gucke mal gerade, ob ich das auf die Schnelle rausfinde. Ups. Nee, ich kann es hier gerade nicht sehen. Also vielleicht hat jemand von euch die Info, wie viel Toy auf die Hennecke Rambo gehen. Ich denke mal irgendwie so 1500 oder so. Ja, und ich sehe auch schon im Rückspiegel die nächste. Das müsste Montreal Express sein von Hapag-Lloyd. So, jetzt scheint Hennecke doch ein bisschen Fahrt rausgenommen zu haben und lässt erstmal die APL da abbiegen. Oh, Jens schreibt, am 15.07. geht es für ihn wieder auf Hennecke. Ah, Jens, du bist echt crazy. Absoluter Frachtschiffreisen. Junkie. ...868 Toy, schreibt der Jens. Ui. Ja. Hat die APL über den Daumen das 10-fache an Kapazität.
Und Hennecke Rambo geht, glaube ich, typischerweise hinten zum Südwestkai. Ich glaube, da hat die ihren Stammplatz. Mal gerade gucken. Ich suche ein paar Infos hier. Ach, da ist es. Ja, also als nächstes kommt dann die Montreal Express. Die hat rund 4400 Toy und eine Länge von knapp 300 Metern, 294 Metern, ist 32 Meter breit und fährt aktuell mit einem Tiefgang von rund 11 Metern. Die APL, die wird jetzt da in den sogenannten Parkhafen gezogen. Das ist das Becken vor Waltershof. Da ist genug Platz, um Schiffe bis ca. 350, 360 Meter zu drehen. Die 400 Meter Schiffe, das kennt ihr, die werden immer direkt auf der Elbe gedreht, weil das da nicht passt. Aber hier diese APL, die ziehen sie da erstmal rein und dann ist hier der Hauptstrom wieder frei und nichts blockiert. Beatrix hat auch noch mal die Maße von Hennecke Rambo rausgesucht. 135 Meter Länge und 23 Meter Breite. Ankerbengel, ganz lieben Dank für 100 Bits auf Twitch. Norbert, an dich auch ein Dankeschön für 14 Monate schon bei uns auf dem Kanal. Ja, für einen Appel und ein Ei, für eine APL und ein Ei. Appel und ein Ei. Ja, ich glaube, wir können so langsam den großen U-Turn machen zum Montreal Express. Denn die kommt da so langsam hinter der Spundwand von Airbus Finkenwerder hervor. Danke auch an Sönke, der haut nochmal 5 Euro per PayPal raus. Schreibt vielen Dank für den Stream. Eigentlich wollte ich auch an der Elbe stehen. Umso schöner, dass du streamst. Viele Grüße aus Marmsdorf. Sönke, was hat dich gehindert? Ich hoffe nicht Krankheit. Markus Liermann ist da und fragt, was geht hier. Markus, das müsstest du doch am besten wissen, was hier geht. Wo kommt die denn gerade her? Also die Montreal Express war vorher in Antwerpen, davor in Southampton und davor, wie ihr Name schon sagt, in Montreal. Fährt
unter der Flagge der Bermudas. Hapag-Lloyd-Schiffe immer sehr klassisch, finde ich. Das ist irgendwie so, ja, wer es halt, sage ich mal, so ein bisschen klassisch ästhetisch mag, der ist, glaube ich, bei den Hapag-Lloyd-Schiffen. Schwarzer Bug, roter Rostschutz unten. Ich mag die auch total gerne. Miriam fragt, wie unser Noppensteine-Basteln ausgegangen ist. Miriam noch gar nicht, weil der Ben ein bisschen krank war letzte Woche und deshalb haben wir am letzten Wochenende nicht weiterbauen können. Also wir sind immer noch bei dem Stand von Teil 1. Und alleine weiterbauen fand ich doof. Wenn, dann muss ich das mit Ben machen. Aber Ben hat halt, wenn er nicht krank ist, hat er auch noch einen normalen Job. Kann ein bisschen dauern. Mal schauen, wann er Lust und Zeit hat. Thomas Mittelfranken, ganz lieben Dank an dich für 12 Monate bei uns auf dem Kanal. Ja, und hinter der Montreal Express kommt dann auch die Ever Mass. Ein Evergreen-Schiff, nicht ganz so groß wie diese Ever A-Klasse mit den 24.000 Toy, die wir in letzter Zeit öfter gesehen haben. Aber trotzdem ein sehr schönes Schiff. Montreal Express geht klassischerweise ans Containerterminal Altenwerder. Und da die auch nicht ganz so groß ist, treiben sich hier auch noch keine Schlepper rum. Also ich nehme mal an, dass die Schlepper die erst da hinten so etwa auf Höhe der Schlepperbrücke in Empfang nehmen. Ja, hier scheint auch noch ein weiterer Beluga unterwegs zu sein von Ingolstadt. Ups, weg damit. Erwartet 13:51 Uhr. Dauert noch einen kleinen Moment. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Leute, es wird warm. Ja, Beatrix, genau. Die Ever Mass, die ist noch ziemlich neu. Die wurde letztes Jahr in Dienst gestellt, hatte letztes Jahr auch ihren Erstanlauf hier. Mal gucken, wie sie aussieht. Ob man ihr noch ansieht, dass sie relativ neu ist. Andrew, die Lotsen steigen nicht jetzt erst ein, sondern die wechseln. Das, was du hier siehst, ist der Wechsel vom Elblotsen auf den Hafenlotsen. Hier ist immer ungefähr der Übergabepunkt. Hafenlotse geht an Bord, dann geht er auf die Brücke, deshalb wartet das Boot jetzt daneben. Dann lösen die sich oben ab. Während der Zeit fährt halt die Lotsenbarkasse die ganze Zeit nebenher. Dann kommt der Elblotse runter, steigt aufs Boot und macht Feierabend, wird dann meistens nach Teufelsbrück gebracht zur Elblotsenstation. Aber ein Lotse ist an Bord
seit der Deutschen Bucht draußen. Ich kann euch das auch mal auf dem Wesselfinder zeigen, für die, die das nicht kennen. Und zwar haben wir ja hier einmal die ganze Elbpassage. Also das heißt, wir haben hier Hamburg, da ist auch gerade die Montreal Express. Und dann haben wir hier den ganzen Elbstrom, kommen irgendwann hier nach Cuxhaven. Und hier ist dann die Deutsche Bucht. Und hier sieht man dann quasi hier an diesen Linien, wo, sag ich mal, so die in Anführungszeichen Einflugschneisen sind oder die Anfahrtsstraßen. Und am Ende, da findet ihr hier ein Boot, Elbe Pilot heißt das. Das ist das schwimmende Hotel. Das ist so ein SWAT-Schiff. Dazu gehören dann noch Versetzboote oder Tenderschiffe. Das müsste das hier, nee, das ist es gar nicht. Wo ist es denn? Finde ich jetzt gerade nicht. Also da gehört normalerweise dann noch ein kleineres Schiff dazu. Und das ist der Punkt, wo immer der erste Lotse an Bord geht. Das heißt, das ist quasi der Seelotse, der geht an Bord und der fährt mit hier in die Elbe rein. Und hier bei Brunsbüttel, da ist die nächste Lotsenstation. Es kann sein, dass hier auch irgendwo, ach hier seht ihr auch die anderen Lotsenboote. Steinburg, Dithmarschen. Da ist dann Übergabe für den Elblotsen und der fährt dann halt mit bis hier in den Hamburger Hafen, wo wir jetzt gerade stehen, und dann wird er hier abgelöst. Und manchmal sind die Wege auf so einem Containerschiff weit. Also das dauert, bis der eine Lotse oben ist auf der Brücke und der andere wieder unten. Die Montreal Express ist aber meiner Meinung nach ein Charterschiff, kein eigenes Schiff von Hapag-Lloyd. Erkennt man auch daran, dass der Name des Schiffes so ein bisschen lieblos und in einer etwas anderen Schriftart als die anderen Hapag-Lloyd-Schiffe vorne auf den Bug gepinselt ist. Aufziehbar möchte wissen, wo ich stehe. Also ich stehe im Prinzip da, wo jetzt die Montreal Express ist. Also neben der Start- und Landebahn von Airbus. Kann man auf Google Maps eigentlich ganz gut sehen. Jetzt scheint der Wechsel vollzogen zu sein. Da seht ihr auch die Lotsenpforte. Seht ihr das? Also ich finde, der Namensschriftzug, der sieht so ein bisschen so aus, als ob der bei Wish bestellt wurde. Viele Fragen im Chat. Ganz lieben Dank, dass ihr auch alle ein bisschen mithelft, die zu beantworten, weil jede einzelne Frage kann ich nicht beantworten. Erstens, weil ich es teilweise nicht schaffe oder nicht sehe, aber einiges weiß ich dann auch gar nicht. Also helft gerne mit im Chat.
Daniel möchte, dass ich den Wesselfinder größer mache beim Einblenden. Ich glaube, also jetzt so on the fly geht das nicht. Das muss ich mal gucken, ob das größer geht. Ich glaube, das war schon das Größte, was ich Bild in Bild technisch machen kann. Hier die Symbole auch für den Wulstbug und das Bugstrahlruder. Die Skala für den Tiefgang, die sogenannte Arming, die kann man schon gar nicht mehr lesen. Also das Schiff mag auch gerne mal den berühmten Eimer Farbe sehen. Jetzt können wir mal einen schönen Blick hier in die Lotsenklappe oder Lotsenpforte werfen, die gerade wieder geschlossen wird. Für die Freunde von Details haben wir natürlich noch mehr. Die warten alle auf der Manöverstation darauf, dass es losgeht mit den Schleppern und dem Anlegen. Da scheint ein Schleppi zu kommen. Die Lotsenbarkasse hat den Lotsen gerade in Teufelsbrück abgesetzt und kommt jetzt zurück.
Manchmal halten die auch hier am Rüschpark. Das sieht so aus, als ob der jetzt hier rüber fährt. Weil manche Lotsen dann auch hier auf der Seite zum Beispiel ein Auto, Fahrrad stehen haben. Wenn die auf dieser Seite der Elbe wohnen, dann kann das sein, dass sie die einfach hier rüberbringen. Ist natürlich viel, viel schneller für die, als wenn die von der anderen Seite dann erst wieder irgendwie anders hier rüberfahren müssten. Dann sieht man halt öfter mal, dass auch ein Lotsenboot hier am Fähranleger hält. Ja, die Ebermaß sehe ich auch schon. Kommt als nächstes. Aber ich schlage vor, wir bleiben noch einen Moment auf diesem schön beleuchteten Hapag-Lloyd-Schiff. Da ist ja die Ela. Ela. Hey, ich habe vorhin schon einmal Dankeschön gesagt. Da warst du leider noch nicht da. Jetzt an dieser Stelle nochmal, Ela, herzlichen Dank für die Amazon-Geschenkkarte. Da haben wir uns wirklich sehr drüber gefreut von unserer Wunschliste. Ja, und die Amazon-Geschenkkarten, komischerweise sackt Tanja die immer alle ein. Eigentlich sind die ja dafür gedacht, zu sammeln für mal teureres Equipment, aber komischerweise nehmen die immer gleich einen Abstecher und kehren dann bei Tanja ein. Danke für 2 Euro Superchat an Pirata Bernie. Ja, da ist die Frage, was sind das für 3 kleine Boote da in der Mitte? Sind das etwa die Ripp-Piraten, die schon wieder unterwegs sind? Nee, das sieht nicht aus wie die Ripp-Piraten. Auf jeden Fall haben die Spaß. Ich weiß nicht, ob das Polizei ist. Vielleicht ist es auch nur just for fun, das glaube ich aber nicht. Oh, Schwester Hansen ist da. Und wenn sie Polizei hört, wird sie sofort wach. Männer in Uniform. Sven, ganz lieben Dank. Er haut nochmal 20 Euro raus. Aus Fuhlsbüttel. Ganz liebe Grüße auf die andere Seite der Elbe. Und ja, wenn wir schon bei den Lotsen sind, da geht es weiter bei der Bitpower. Gerade die Lotsenbarkasse dahinter verschwunden. Ich hau aber noch mal ein Horn raus.
ist da wieder kein Name eingeblendet worden bei dem Horn. Also irgendwie ist das Beate-Horn am Rumzicken. Ich dachte eigentlich, ich hätte das repariert. Aber hier schreibt jemand Horn ohne Namen. Also das war auf jeden Fall Beate. Muss ich noch mal gucken. Ja, als nächstes haben wir dann wieder einen Beluga. Aber das geht sich mit der Evermas, glaube ich, wieder nicht aus. Schade. Ja, also Beate, ich war gestern der festen Überzeugung, dass ich es gefixt hatte, weil Sebastian mir schon mal gesagt hatte, dass da der Name fehlt. Und dann hatte ich gestern irgendwie das repariert mit dem Namen, hatte das auch getestet. Ach, Tobi schreibt, Grafik war da, aber kein Name. Ich mache nochmal. Müsst ihr mir mal sagen, ob der Name jetzt kommt. Jetzt war er da, oder? Was habe ich mir denn da für einen Mist zusammenprogrammiert? Vielleicht kommt der immer nur bei jedem zweiten Mal. Ich mache gleich nochmal Beate. Doch, jetzt ist Beate heile. Ja, dann war da ein Statusfleck falsch gesetzt. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Hoffentlich. Was macht denn jetzt Kollege Beluga? Der ist gerade hinten in Geesthacht über die Elbe geflogen. Also der braucht noch einen kleinen Moment. Vielleicht geht sich das tatsächlich aus, dass wir den Beluga zusammen mit der Evermas drauf bekommen. Wie lange braucht der? Wenn der jetzt eindreht, ich fürchte, der braucht noch zu lange. Ich glaube, der lässt sich extra lange Zeit. Uiuiuiui, das wäre natürlich cool. Aber ich fürchte, das geht sich nicht ganz aus. Ich zeige euch mal, wo die Evermas ist. Oh, auch ein schönes Bild, oder? Leute, mehr Blau geht nicht. Da haben wir nämlich die Evermas. Und ja, wie gesagt, der Beluga darf nicht drüber fliegen, aber wenn die Evermas gerade vorbei ist und dann der Beluga kommt, gucken wir mal. Drückt mal die Daumen, vielleicht gibt das ein cooles Bild. Also vor der Evermas kann der, glaube ich, auf gar keinen Fall mehr runtergehen. Oh,
Oh, ist das wieder spannend, Mensch. Ist das spannend. Leute, ist ja kaum auszuhalten hier. Ja, aber der Beluga gleich mit dem Containerschiff. Da warten wir drauf. Also nochmal zur Info. Das liegt komplett in der Verantwortung des Piloten. Die stimmen sich da jetzt nicht ab mit den Lotsen oder den Kapitänen auf den Containerschiffen. Fakt ist halt, der Beluga darf nicht über die Elbe landen, wenn da gerade ein Containerschiff ist. Und ein bisschen Sicherheitsabstand müssen sie natürlich auch noch mit einkalkulieren. Und im Zweifelsfall müssen die halt durchstarten. Habe ich auch schon gesehen. Hier, dass sie wirklich gemerkt haben, oh, zack, Schiffchen da. Gut, dann geben wir noch mal Gas und drehen noch eine Runde. Also er dreht jetzt ein, kann nicht mehr ganz so lange dauern, bis wir ihn sehen. Ich sehe ihn. Oh Leute, das wird spannend. Ich richte mal die zweite Kamera so aus, dass wir die gleich auf dem Containerschiff haben, dass ich da notfalls umschalten kann. So, dann hätten wir da die Ansicht. Dann hätten wir da den Beluga. Och Leute, das wird richtig knapp. Also der geht niemals runter, der startet durch. Nie im Leben geht der runter. Ja, Paddy, mach Foto. Wie soll ich denn noch ein Foto machen hier? Leute, 2 Kameras bedienen. Das wird nichts mit dem Foto. Der geht doch da jetzt nicht runter. Da, er startet durch. Gibt schon Gas. Oder? Der geht runter. Doch, tatsächlich, der geht echt runter. Habe ich mich verschätzt.
Wahnsinn. Da habe ich mich voll verschätzt. Hei, 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 hei. Also, ja. Nee, da habe ich mich richtig verschätzt. Aber gut. Das ist ja eine Spannung hier. Ist natürlich auch leicht, sich zu verschätzen, auch wenn man so schräg darauf filmt. Ja, hätte ich gerne ein Foto gemacht, aber es geht nicht alles. Hey, der Schiffsfahrer ist da. Er sagt, die Eiseldelta stellt den Strand wieder her. Oh ja. Leute, ich gehe mal rüber. Es wird gerade Strand gemacht. Also, die Dusche der etwas anderen Art. Guck mal, mit dem Michel im Hintergrund. Danke, Dominik, das hätte ich ja nie gesehen. Nie im Leben hätte ich das gesehen. Ja, das ist mal die Wasserfontäne der etwas anderen Art. Wo sind die denn? Die sind da kurz vorm alten Schweden, oder? Ja, da ist der alte Schwede. Krass, was hier heute wieder los ist. Jetzt kommt die Evermass. Vorne der Schlepper macht gerade fest. Achtern ist schon fest, dann kommt noch einer für die Seite. Ach komm, wenigstens mal ein Foto von einem grünen Schiff hier, wenn ich schon das Highlight eben nicht drauf bekommen habe. Ein Beluga geht auch wieder raus. Kann man vielleicht hören im Hintergrund. Mrs. Planlos, das ist heute die Alpha
7.4 im Einsatz hier als Hauptkamera. Eiseldelta ist immer noch am Sand aufkippen. Oh Mann, ey, das als Foto jetzt. Das Objektiv ist ein Sigma 60-600. Ja, und dafür reicht der Weitwinkel leider nicht für die Schiffsgröße. Da müsste man dann schon ein Fischei haben. Oder irgendwie so 14 mm. Aber so ein bisschen schräg geht's. Nein, 60 bis 600, nicht 16 bis 600, Mrs. Planlos. 16 bis 600 wäre in der Tat wirklich krass. Ja, und da wird weiter Strand aufgefüllt. Boah, was für ein tolles Bild. Mit dem Michel, mit dem Schlepper, mit der Eiseldelta. Mit dem Dreck, mit der Dreckschleuder. Sensationell. Sensationell, ihr Lieben. Ich feiere mich heute mal. Ja, Mrs. Planlos, natürlich kann ich da einfach Screenshots rausschneiden, aber das ist natürlich dann von der Auflösung her nicht so wie ein Foto. Aber ich hoffe ja, dass wir bald den Sprung auf 4K machen mit den Streams und dann habe ich auch in den Videos eine höhere Auflösung. Petra fragt, ob noch mehr Schiffe kommen. Noch mehr. Also rein kommt, glaube ich, nichts mehr. Das kann sein, dass noch was rausgeht. Ich meine, die Ningbo Express war noch als Abgänger für 14:30 oder 15 Uhr. Das kann aber sein, dass das dauert noch ein bisschen lange. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wo wir landen. Jetzt gucken wir erstmal der Evermast zu.
Ja, die kriegt jetzt nicht so schönes Licht. Eben die Hapag-Lloyd hatte schön ein paar Sonnenstrahlen von der Seite. Aber da seht ihr mal, was Licht ausmacht. Also wirklich, ihr könnt die beschissenste Kamera der Welt haben. Wenn ihr gutes Licht habt, werden die Bilder gut. Und mit der besten Kamera der Welt macht ihr bei scheiß Licht scheiß Bilder. Aber ein bisschen heller machen könnte ich es mal. Ja, Ankerbengel fragt, da fuhr eben ein Schiff durchs Bild, der Depenschriever, ob das ein Schiff ist zum Tiefenmessen. Ja, ganz genau. Also die Depenschriever-Schiffe, da gibt es mehrere von, die fahren den ganzen Tag auf und nieder, rauf, runter, rechts, links im Kreis und messen Tiefen. Diese Informationen, die werden dann weitergegeben an die nautische Zentrale, an die Lotsen und so weiter und so fort. Das ist doch fast so schön wie ein Regenbogen, oder? Jetzt mal ehrlich. Das ist ein Regenbogen in schönen gedeckten Farben. Hey Hagen 233, willkommen ihr lieben Raider. Er kommt rüber mit 51 Peoples auf Twitch. Schön, dass ihr rübergehüpft seid. Willkommen an Bord. Ein Helikopter hätte ich da oben noch. Achtung, festhalten. Nein, nicht so hoch, nicht so hoch. Komm mit der Kamera nicht da hoch. Nein! Nein, 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 nein. Ah. Ja, Evermass weiß ich gar nicht. Von der Länge her, denke ich, könnten sie die auch im Parkhafen drehen. Aber das sieht so aus hier gerade, als ob sie die auf der Elbe drehen.
Also bei Airbus ist heute richtig Verkehr. Da hätte man heute einen ordentlichen Planespotting-Stream machen können. Kalle, danke dir für 15 Monate bei uns auf dem Kanal. Schöne Bilder von zu Hause. Bin gerade Katzensitter in der Heide. Ja, viel Spaß beim Katzensitten. Ja, und was wir jetzt hier noch haben, wenn wir mal auf die Karte gucken, im Kühlbrand, hier haben wir ja das Container-Terminal Altenwerder, wo auch die Montreal Express hin will und die kommt hier gerade an. Das ist so eine Situation, wie wir sie letztens schon mal hatten. Wahrscheinlich werden sie jetzt die Montreal Express erstmal hier hinten reinfahren, also an der Ningbo vorbei. Dann wird die Ningbo Express wahrscheinlich ablegen. Und wenn dann der Liegeplatz frei ist, dann gehe ich mal davon aus, dass dann die Montreal Express dahin kommt. Denn hier ist kein Platz mehr. Also von den großen Containerschiffen passen dann nur 3 hintereinander. Jetzt liegen vorne 2 Feeder. Das passt auch, aber da ganz vorne ist kein Platz mehr für die Montreal Express. Ja, das ist doch irgendwie spannend, oder? Irgendwie finde ich das spannend. Ach, die Ever Musk geht wohl doch vorwärts rein. Oder? Doch, also sieht zumindest jetzt so aus. Waufziehbär fragt, ob die den Dreck direkt aus der Elbe holen. Da gehe ich mal von aus, weil so lange wie der da jetzt schon am Pumpen ist. Aber ich habe keine Ahnung. Stefan, Fähren kommen hier auch, aber nicht ganz so häufig wie am Bubendeiufer. Ich stehe ja hier heute im Rüschpark. Und hier habe ich nicht den Fähranleger direkt vor der Nase. Ja, MacGame auch nochmal mit dem Hinweis, der Dreck ist natürlich nicht einfach nur Dreck. Das ist Sand vom Elbboden.
Und das sieht jetzt nur so aus, weil das halt nass ist und da gepumpt wird. Makamo-Foto, ganz lieben Dank für 2,50 für mein rotes Schiffchen. Ein kleiner Kaffee. Dankeschön. Ja, jetzt scheint sie doch rückwärts reinzugehen. Also etwas ungewöhnlich angesteuert. Kann sein, dass sie einfach noch mal korrigieren mussten. Das ist von hier natürlich jetzt total schlecht zu beurteilen. Sebastian, ja, das Quietschen der Dalben, das haben wir am Dockland. Wird es auch wieder geben. Das sind dann aber eher so die Kreuzfahrtstreams. Hier ist halt richtig schön zum Schiffstraffic beobachten. Rüschpark und Bubendei-Ufer, da kann man hingehen, wenn man die ganze Zeit Schiffe gucken will, wie sie rein und raus fahren. Holger, danke dir für 5 Euro Superchat. Er kommt am 17.05. nach Hamburg zur Besichtigung bei Aida Sol. Hey, cool. Viel Spaß da auf jeden Fall. Hier kommt gerade übrigens wieder ein Depenschriever. Direkt vor der Haustür einmal lang. So, zack, da wird gedreht und rückwärts rein. Mal gucken, was sie am CTA so treiben. Also, da ist die Montreal Express. Ziehen Sie jetzt hinten in den Drehkreis. Also hier ist so eine Stelle, da wo jetzt der Schlepper ist. Da ist genug Platz, um die Schiffe zu drehen. Und die ziehen Sie jetzt vorbei. Was mich allerdings wundert, jetzt müssten eigentlich dann auch mal so langsam Schlepper für die Ningbo Express kommen. Was ist da? Michel kommt hier. Vielleicht will Michel das machen. Danke für 2 Monate, TVPet. Crazy Kai fragt, ob ich zur Überführung der Asuka 3 in Papenburg bin. Ich bin gerade am Planen.
Also ich gucke gerade. Würde das schon gerne machen. Und Ute hat noch die Fairplay 95 entdeckt, die auch kommt. Ja, Ningbo Express, Hapag-Lloyd, normalerweise auch ein Boluda-Job, aber wahrscheinlich sind die ganzen Boluda-Schlepper im Einsatz, so dass jetzt Fairplay aushelfen muss. Oldie 1970. Ganz lieben Dank für 6 Monate Prime Sub. So, was? Links kommt noch ein Polizeiboot. Das sehe ich allerdings noch nicht. Bleiben wir noch ein bisschen hier auf der Evergreen. Zeit für einen Müsli-Riegel. Coconut Almond, Kokosnuss Mandel, Low Sugar, Low Sugar Chocolate Bar. Bringt auch nichts mehr bei mir. Aber Kokosnuss Mandel, finde ich, klingt richtig gut. Mahlzeit. Knopfkiste, nein, das ist nicht die Evergreen, die im Suezkanal quer lag. Aber die Evergiven war letzte oder vorletzte Woche auch hier. Montreal Express wird schon gedreht. Evermas jetzt in einer Rückwärtsbewegung.
Und dann sagt ihr, die Empire kommt gleich noch. Wo steckt denn die Empire? Jo, da kommt die Polizei von hinten. Ach, die Empire beim CTA liegt die und macht Platz. Okay, dann geht die Ningbo da doch noch nicht raus. Einmal schnell rüber, denn die Evergreen ist gleich schon weg. Da im Hintergrund sehen wir auch die Scala. Die legt da auch gerade ab. Oder ist die gekommen? Nee, die legt doch ab, oder? Die lag doch da schon. Ich denke mal, die verholt. Mann, oh Mann, was für Schiffsbewegung hier heute wieder. Ja, und die Eiseldelta ist immer noch am Sandpumpen. Ganz schönes Gewusel da am Containerterminal Altenwerder. Also Michel und Fairplay 95 gehen zur Ningbo Express. Oben sehen wir die Empire, was ihr geschrieben habt, die Platz macht und gerade ablegt. Also kann natürlich auch sein, dass die Montreal Express dahin will, wo die Ningbo jetzt liegt. Aber das werden wir dann gleich irgendwann sehen. Es kommen nochmal 2 € Superchat von Annette. Herzlichen Dank.
Ja, das hat super geklappt mit dem Horn. Danke, danke an euch beiden, Jens und Annette, die ihr Ingo angeschrieben habt. Und 2 Euro kommen auch nochmal von Ralf S. aus A. für die kurzweilige Unterhaltung. Dankeschön. Jana möchte auch raus. Warum nicht auch ein Herz für die kleinen Schiffchen? Jana scheint ein kleiner Tanker zu sein. Ja, HMM Dublin soll auch noch rausgehen, allerdings erst um 17:30 Uhr. Das ist ein bisschen spät, Leute. Hertus, danke für 100 Bits. Ja, ihr habt geschrieben, da kommt noch ein A321. Habe ich auch gesehen, die Info. Ja, also wenn gerade sonst nichts los ist, können wir den mitnehmen. Aber so ein A321, ist das was Spannendes? Also ich meine, holt man dafür eine Kamera raus, so als Planespotter? Oder begehe ich jetzt Blasphemie? Oh, Claudia schreibt Sonderlackierung. Oh ja, dann müssen wir da natürlich drauf gehen. Dann hoffe ich, dass das entsprechend kommentiert wird von unseren Luftfahrtexperten. Anja schreibt, in 1:36 ist Beluga da. Schon wieder? Nee, Anja. Oder meinst du 1:36?
Sag mal, da haben wir aber demnächst eine neue Düne, oder? Wenn der so weitermacht. Ja, Anja meint ja, Stunde 36, okay. 1 ist 1 Minute 36. Dann müsste ich den ja schon sehen. Aber generell heute echt viel Flugverkehr hier. Also für Finkenwerder schon High Traffic. Was hat er denn für eine Sonderlackierung, der A321? Sag mal, ist die Skalar schon weg? Habe ich die jetzt völlig verpasst? Verdammt. Sonderlackierung Delta 100 Jahre, okay. Ja, Tanja schreibt, es ist dann eine Wanderdüne, die später zurückgeht in die Elbe. Okay, Sonderlackierung Delta 100 Jahre, okay. Gut. Party-DJ Andy, ja, das war der Michael eben im Hintergrund. Guck mal, und jetzt kriegen wir auch langsam so ein bisschen Licht da hinten in die Sandschleuder Eiseldelta. Jetzt sieht nämlich dieser tolle Sandregenbogen. Ach, das ist doch ein Träumchen, oder? Kann mich gar nicht satt sehen daran. Eine Streaming-Plattform, das wäre was. Wann war der A321? Habt ihr irgendwas mit 14:30 Uhr? 14:31 Uhr? Nein, das ist keine Güllepumpe. Ich sehe was. Ich sehe was. Lasst mich mal Maß nehmen. Da, jetzt sehe ich es auch. Ein A321. Jetzt sehe ich es auch. Oh, noch kann der Autofokus mit den beiden Punkten nicht viel anfangen. Zack, weg. Okay. Hä? Da ist er. Ich muss einen Moment warten, bis er etwas näher ist. Sabine schreibt, die Skalar ist hinter der Evermast nach Waltershof. Ja, habe ich leider nicht mitbekommen. War ich mal wieder woanders mit meinen Gedanken. Sorry, Leute. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, liebe Diana. Danke für deine Mitgliedschaft. So, mal gucken. Ja, so langsam sieht es nach Flugzeug aus.
Aber so ein bisschen Planespotting macht schon Spaß. Das mag ich hier an diesen Standorten an der Elbe, dass man so ein paar Flugzeuge mittendrin mit hat. Also filmtechnisch macht das schon Spaß. Da ist ein bisschen mehr Action drin. Fuzzy Barnes schreibt, es gab mal einen Jumbo, der das Space Shuttle transportiert hat. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Tolle Bilder waren das. Und da hat jemand auf eine Befestigung geschrieben, bitte die Raumfähre hier befestigen, dunkle Seite nach unten. Genau mein Humor. Ja, für die Flugzeugfreunde, ich habe gelesen, ein A321 auf Testflug hat eine Runde gedreht mit Sonderlackierung 100 Jahre Delta. Und einmal ins Gebüsch. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen Flugzeugfan damit eine kleine Freude machen konnte. Normalerweise sehen wir die Eiseldelta hier immer am Baggern, die Fahrrinne. Heute sind sie wohl dabei, mal den Strand ein bisschen aufzuschütten. Falling Dragon, ganz lieben Dank für 10 Schweizer Franken für unsere Devisenkasse. Und er schreibt, Beitrag für ein Streaming-Bügeleisen. Für Paddy Streams, ja. Hier so ein Streaming-Bügeleisen. Aber das dann bitte in Miniaturausführung. Also ein bisschen halb so groß. Würde vollkommen reichen. Aber das geht nur, wenn ich Dominik dann als Chauffeur habe. Haben die sich denn jetzt da hinten am CTA eigentlich sortiert, die Herrschaften? Oh, das sieht tatsächlich so aus, als ob die Ningbo Express in Fahrt ist. Die hat 1,1 Knoten drauf. Guck, dann macht die doch Platz für die Montreal. So wie ursprünglich gedacht, doch nicht bei der Empire. Das heißt, ja, Ningbo Express, ich würde sagen, da warten wir noch drauf. Oder, Leute? Ja, ich weiß, rhetorische Frage. Können wir auch mal kurz hier einen Pegelcheck machen. Hier haben wir auch eine Pegelanzeige. Das Gebäude, für alle, die es nicht kennen, ist das Seemannshöft.
Das ist das Gebäude, wo auch die Lotsen ihren Sitz drin haben. Vorne dieser Anbau, dieser Halbrunde, da sitzt quasi immer der Lotse, der Wache hat, mit einem Haufen Bildschirmen. Und oben sehen wir die Anzeige, das ist der Pegelstand, E für Ebbe, ablaufendes Wasser. Und hier ist aber die Angabe in Dezimetern. Also wir haben jetzt einen Pegelstand von 4,10 Meter. Bei dem anderen Pegelturm hinten an der Einfahrt Köhlbrand, da haben wir Zentimeter, hier haben wir Dezimeter als Anzeige. Meistens dauert das auch gar nicht so lange, wenn die Schiffe am CTA abgelegt haben und wenn die erstmal Fahrt aufgenommen haben, kommen die eigentlich relativ flott da raus. Oh, was kommt denn da hinten? Ich sehe doch ein Schiff in der Entfernung. Ach, das könnte Empire sein, oder? Empire, habt ihr doch gesagt, ist vorhin raus. Dann ist das bestimmt Empire. Da haben wir noch einen. Können wir noch einen Strich machen. Mit Saturnus hinten dran. Den Schlepper erkenne ich auch auf die Entfernung. Dann schauen wir doch mal, ob ich auch 2, 3 Infos zur Empire habe. Also ist ein Feeder, seht ihr natürlich hier, alleine an der Schiffsgröße, hat eine Länge von 170 Metern, eine Breite von 26 Metern. Wurde 2009 gebaut, fährt unter der Flagge von den Niederlanden und hat eine Kapazität von etwa 1400 Standardcontainern. Vor Hamburg war das Schiff in Rauma, davor in Muga und davor in Vuosaari. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich auch gleich mal einen Blick auf die Ningbo Express werfen. Die Ningbo Express, die dann auch gleich irgendwann kommt, hat eine Länge von 320 Metern, ist 42 Meter breit, Baujahr 2002. Die möchte dann gerne nach Rotterdam, fährt unter der Flagge von Liberia und hat eine Kapazität von etwa 7200 Toy. Empire scheint nur zu verholen. Wenn ich das richtig gesehen habe, steht da als Ziel CTB drin. Das heißt, könnte sein, dass die dahin geht, wo eben noch die Skalar lag.
Oh, Regina ist da und schreibt, der Hall-100-Jet fehlt ihr. Ja, bald geht es ja wieder los mit dem Hall-100-Jet. Morgens rein, abends raus. Auch gestern habe ich auch, gestern oder vorgestern, da lief gerade auf unserem Dauerstream der alte Stream, als wir das erste Mal die Schleppercam hatten auf Fairplay 95. Und da musste ich auch noch an Regina denken, weil da hatten wir die Kamera im Schlepper direkt vor der Maersk angespannt und dann hat der Hall-100-Jet überholt. Das waren so geile Bilder. Also es ist so cool, da teilweise dann nochmal so alte Perlen vorgeschlagen zu bekommen. So vieles, was man schon vergessen hat, wo man sich teilweise gar nicht mehr dran erinnern kann. Eiseldelta scheint fertig zu sein. Oh, da kommt auch noch was raus aus dem Parkhafen. Wer kommt denn da gerade raus? Ach, das hattet ihr eben auch geschrieben. Björk ist das. Björk kommt da noch mal eben raus. Mit 134 Meter Länge und 22 Metern Breite, Baujahr 2001, 868 Toy. Schickt auch noch einen kleinen Heizergruß. Moin. Das Schiff war ja mal wieder eine Katastrophe, ne? War doch super. Ja, nun. War auch ordentlich Also was los. Das Schiff, was man mir am Wochenende angekündigt hat, ist ja nun nicht gekommen, ne? Wieso? Vancouver Express. Jo. Du, Hauptsache ist überhaupt was los. Ja, nun für mich war der Rausreißer hier Delta mit Sonderlackierung, ne? Ja, Der war ja nur eine halbe Stunde circa unterwegs. okay. 100 Years. Ja. Da haben die Amis sich ja mal wieder was Schönes einfallen lassen. Wusste gar nicht, dass Delta, dass es die Airline seit 100 Jahren gibt. Naja, man lernt nie aus. Ich bin heute Morgen mit der Finkenwerder das erste Mal gefahren. Waren sie hier auf der 64 eingesetzt. Ja, Die schnurrt ja, ne? Ist ja nicht schön schlecht. leise. Ja. Gut. Das war's. Ich habe mein
Erfolgserlebnis gehabt. Und Ja, aber dann wie kannst du gesagt, doch befriedigt nach Hause fahren. ja, die Evermars, ich glaube, die war schon mal hier. Ne? Die war letztes Jahr auf jeden Fall schon Ja. mal hier. Ich glaube, dieses Und Jahr auch schon APL einmal. Bolton da oder Boston, weiß ich nicht aus dem Kopf, muss ich zu Hause nachschauen. Naja, Ja, gut. Axel, schönen Tag. Jo. Hau rein. Die anderen haben sich schon vom Acker gemacht hier. Ja. Tschüss. Der Axel. Axel hat hier quasi sein Zuhause. Der sitzt eigentlich den ganzen Tag auf diesem roten Turm, da hinten an der Start- und Landebahn und fotografiert. Also wirklich, der ist eigentlich immer da. Ich stehe hier im Rüschpark. Klein Romi. Klein Fritzchen haben sie auch. Die Neuland, eine der neuen Hybridfähren. Aber die Waltershof möchte das nicht zulassen, drängelt sich ins Bild. Und im Hintergrund haben wir dann die Empire, die da am Burchardkai anlegen möchte. Und eigentlich kann das auch gar nicht mehr so lange dauern, bis dann die Ningbo da mal rauskommen. Ningbo Express befindet sich jetzt ist gerade unter der Köbrandbrücke durchgefahren. Muss jetzt noch ein kleines Stück hier und dann werden wir die gleich auch schon sehen. Hat einer mitgezählt, was wir heute an Schiffen hatten? Kriegt ihr die noch alle auf die Reihe? Womit ging es los? Mit der APL Boston ging es los. Dann Hennecke Rambo, das Highlight. Captain Ingo Dreves mit einem fetten Horn direkt hier vor unserer Nase. Da natürlich ein besonderer Dank an Jens und Annette, die bei Ingo nachgefragt haben, ob er denn hier einen kleinen Gruß raushaut. Dann hatten wir die Montreal Express und als letztes die Evermars. Und ja, und dann natürlich hier jede Menge Kleinkram. Alles, was in die andere Richtung ging, kriege ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr auf die Reihe. Oh Gott, Ute hat auch noch an der Great Antwerp einen Schlepper entdeckt. Will die auch noch raus? Ja, Stoffwechsel Jansen. Ja, diese große Yacht, die da hinten steht, das ist die Luna. Die steht da schon seit Ewigkeiten. Das ist eine festgesetzte Yacht von einem russischen Oligarchen. Und du meinst sicherlich die hier, die man jetzt vor der Elbphilharmonie sieht. Ja, die wurde halt beschlagnahmt, festgesetzt und liegt da halt jetzt seit einer halben Ewigkeit. Was damit genau passieren soll, kann ich euch auch nicht sagen. Frankenmadler möchte wissen, welche Linie zum Rüschpark fährt. Das ist, glaube ich, die Linie... Welche ist denn das? Das ist hier die 64, oder? Also du musst, glaube ich, mit der 62 fährst du bis Finkenwerder und dann musst du umsteigen in die 64 und die fährt dich dann zum Rüschpark.
Ja, die Empire hatten wir dann eben. Eiseldelta hatten wir natürlich. Skalar, so ein bisschen am Rande. Björk. Richtig was los. Ja, Eiseldelta hat Strand fertig. Ja, mal gucken, was Empire macht. Müsste eigentlich auch langsam eingeparkt haben. Ja. Und es kann nicht mehr so lange dauern, dass wir dann im Hintergrund die Ningbo Express sehen. Ja, am Samstag haben wir ein AIDA-Doppel, AIDA Nova und AIDA Sol. Und ihr wisst ja, AIDA Sol, bestes Horn im ganzen Hafen. Müssen wir mal gucken, ob sich das ausgeht und ob das passt. Und Sonntag sieht es so aus, als wenn da die Ems-Überführung stattfindet von der Asuka 3. Aber da habe ich noch keine genauen Infos zur Uhrzeit. Also das ist noch mit Fragezeichen. Letzten Samstag, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber das hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder draußen auf dem Dach vom Cruise Gate. Also so eine coole Party mit den Leuten da. Das Problem ist, wenn die AIDA Sol da ist, dann kann man sich da eigentlich gar nicht draufstellen, weil du dann halt direkt vorm Schiff stehst. Also es macht eigentlich nur dann Sinn, wenn da kein Schiff liegt. Mal gucken. Da kommt die Ningbo Express. Mit Fairplay 95 vorne am Bug. Aber erfahrungsgemäß bleibt der Schlepper nicht lange dran. Die nehmen da gerade noch ein bisschen die Kurve mit und dann setzt er sich meistens schon ab. Ja, Thomas, ich hoffe, dass wir Nebel genug hatten dieses Jahr. Brauche ich nicht mehr. War witzig mit dem Nebel, aber reicht dann auch. Ja, Ningbo Express auch ein sehr schönes, klassisches Schiff von der Größe her. ...320 Meter lang, 42 Meter breit. Baujahr 2002
und eine Kapazität von 7.179 Standardcontainern. Genau, eine handliche Größe. Oh, Johannes hat zeitliche Infos. Er meint, es geht am Samstag um 4 Uhr in Papenburg an der Dockschleuse los. Gott, not my Uhrzeit. Guck mal. Noch einer für die Flugzeugfans. Was haben wir denn hier? Also ich gehe mal davon aus, dass das ein Airbus ist. Auf jeden Fall ein lauter. Klingt, als wenn da im Propeller was steckt. A321 Neo, schreibt Christoph. Okay. Klang aber nicht gut. Ich glaube, da müssen sie noch mal bei. Hier haben wir noch einen Saugbagger. Es wird wieder ordentlich gebaggert auf der Elbe. €10 kommen von der Landrattenflunder, auch ein schöner Name. Für den tollsten Zeiträuberkanal bei jedem Wetter und jeder Tageszeit. Ganz, ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ja, Telon Snow, mit welchem Setup ich filme, das würde jetzt lange dauern, das alles aufzuzählen. Aber es ist eine Sony Alpha 7 Kamera mit einem Sigma 60-600. Ach, der hatte einen Propeller draußen. Ja, das klang auch wie ein Propeller. Ich wollte gerade sagen, sind wir nicht im Zeitalter der Düsenjets? Aber gut. Danke für den 2. Monat mit Prime Sub an den Tatortreiniger. Ja, da kommt die Ningbo Express. Und wie eben schon gesagt, ja, Fairplay 95 schon weg. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Da ist der Flieger mit dazwischen
hüpft. Der Michel scheint da hinten am Heck auch schon losgemacht zu haben. 4 Uhr morgens die Asuka. Leute, Leute. Die spinnen doch. Das muss ich mir aber noch mal überlegen. Noch flimmert das Bild ein bisschen, aber gleich kommt sie näher und dann sieht das auch besser aus. So wie jetzt hier passend zum Schiff die Hapag-Lloyd-Fähre. Ach, schön hier, wie die hintereinander fahren. Ich mag ja solche Choreografien. Genau, haut raus die Hapag-Lloyd-Emojis, dafür haben wir sie. Ja, Tanja sagt Foto, aber das ist einfach zu weit weg. Das ist so weit weg. Das Problem ist, auf der Fotokamera habe ich ja kein 60-600. Ist aber ein guter Grund, mal ein zweites Objektiv mit der Brennweite zu kaufen, nur für die Fotos. Also ich denke, das ist damit approved bei Tanja. Moin Honda. Und zack, die Waltershof auch noch mal dazwischen. Da muss die Kehr wieder erstmal warten, denn erstmal legt die Waltershof an und wenn die fertig ist, kann die Kehr wieder an den Anleger. Also fairen Traffic Jam. Miepelschubser hat auch eine gute Idee. Gestern wurde ein 300 bis 600 vorgestellt. Ein 300 bis 600 F4, das muss ich mir auch mal angucken. Aber 300 am unteren Ende, René, das ist echt eigentlich Grütze. Also ein Objektiv, das bei 300 anfängt. Oder ich kaufe mir noch mal so eine APS-C-Gurke mit einem 400er. Ach, wie schön die hier Aufstellung nehmen. Ja, das wäre jetzt echt was für ein Tele. Nee, 300 mm Anfangsbrennweite, das ist Grütze. F4 ist zwar interessant. Hier dann lieber das 16300 APS-C und dann nochmal so eine APS-C-Kamera. Nur für Fotos im Hafen.
Ja, wir warten jetzt noch auf die Ningbo Express. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Hubschrapp. Ist aber nicht der, den wir vorhin schon mal hatten. Ja, ich muss mal gucken. Oder ich hole mir die Air mit der ganz hohen Auflösung, mit den 60 Megapixeln und mache das Ganze einfach über Crop. Die Ningbo Express, ihr Lieben, auf dem Weg nach, was habe ich vorhin gesagt? War das Rotterdam, oder? Auf dem Weg nach Rotterdam müsste die sein. Jawohl, auf dem Weg nach Rotterdam. Ulrich Bahr wieder von der Nerdfront. Ein schnell drehender Vierblatt-Starrotor, nicht im Flüstermodus. Müsste ein EC 136 sein. Ist das geil. Ist das geil. Was gibt es Schöneres als Schiffe, die vorne ein Hamburg-Wappen haben? Nichts. Nichts ist schöner. Übrigens hier auf der NOK seht ihr, dass da oben so ein kleines Dach nochmal drauf gebastelt wurde. Soweit ich weiß, sind diese Dächer bei offenen NOKs Pflicht für Schiffe, die durch den Panamakanal fahren.
Ja, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich weiß noch nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Ich schicke euch nur noch ein paar schöne Bilder. Mir fällt nichts mehr zum Sabbeln ein. Ach so, warum das Pflicht mit dem Dach ist? Ich nehme mal an, das ist einfach, weil im Panama-Kanal man halt die ganze Zeit oder viel draußen ist auf der Nock, da natürlich die Sonne immer knallt wie verrückt und es auch mal heftig regnen kann. Also ich denke mal, das ist einfach, dass sie sagen, als Wetterschutz für die Panama-Kanal-Lotsen, die da an Bord kommen. Glaube ich. Müsste ich jetzt noch mal nachfragen, würde aber meiner Meinung nach Sinn machen. Mike, danke dir für 2,49 Superchat. Hansi schickt Grüße an die Community. Dankeschön. Ja, ich kann auch sprachlos. Geht auch. Mann, oh Mann, Sven, Digga. Schon wieder 20 Euro. Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich dir danken soll, Sven. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach Fuhlsbüttel. William fragt, ob Hapag-Lloyd größer als Maersk ist. Nee, Maersk ist die zweitgrößte Reederei, zumindest was die Transportkapazität an Containern angeht. Und Hapag-Lloyd müsste, glaube ich, so auf Platz 5 rangieren mittlerweile. Also Maersk ist schon eine ganze Ecke größer. Ja, genau. 35 Sekunden hört ihr nichts von mir und dann denkt man gleich, es ist was passiert. Sofort eine Suchmeldung raus. Ja, da haben wir doch einen schönen Abschluss, oder? Mit der Ningbo Express. Oh Mensch, Ute. Ute! Ute! Ute, du machst mich fertig. Die Great Antwerp geht raus. Oh Mensch, Ute. Ja, los, komm. Hau mal noch die Great Antwerp raus. Da muss ich aber hier einen Akku wechseln. Sonst wird das nix. Ei, 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 ei. Los, geh da rein. Ein komischer Akku. Genau, MSC ist die größte Reederei. Ute schreibt, liegt ganz bei mir. Ja, aber die Great Antwerp
könnte ein ganz schönes Bild geben, weil die ja da hinten, die kommt ja wirklich von ganz hinten vom Okay rüber und fährt dann an der Elbphilharmonie vorbei. Ich weiß gar nicht, ab wann wir die sehen, weil da hinten an Landungsbrücken gibt es ja noch mal so eine Kurve, wo gefahren wird. Erwin, ja, das ist live. Kaum zu glauben, aber ist tatsächlich live. Ja, ich gucke noch einen kleinen Moment hinterher, aber gleich verschwindet sie da eh hinter der Spundwand. Dann machen wir den U-Turn mit der Kamera und gucken mal, ab wann wir die Great Antwerp sehen. Tim ist da und fragt, in welche Richtung die Belugas heute starten. Die starten heute in Richtung Süden, weil wir hatten schon 2 Beluga-Landungen und die kamen auch von Nord nach Süd über die Elbe. So, einmal den Schwenk. Oh, hier ist aber auch was los. Tim, die Startenden sehen wir heute halt leider nicht. Das funktioniert nicht in die Richtung. Also hört man, aber davon sieht man leider nichts. One more ship. Die Great Antwerp. Für Ute. Was macht der denn hier eigentlich? Fängt der hier jetzt an zu saugen oder saugt der hier? Das ist doch ein kleiner Saugbagger. Es gehen schon wieder interessante Dinge im Hafen vor. Honda, ich stehe im Rüschpark heute. Vielleicht hat er auch hier gerade nur irgendwie manövriert. Aber Honda, das müsstest du doch mittlerweile schon am Bild erkennen, so lange wie du dabei bist. Du müsstest doch sofort sehen, ach Mensch, Blick Richtung Hamburg, Seemannshöft mit drin. Das kann nur Rüschpark in Finkenwerder sein. Nein, Honda, brauchst dich nicht entschuldigen, alles gut, aber ich hätte jetzt gedacht, du als alter Fuchs erkennst das sofort.
Ja, die Great Antwerp, die müsste irgendwann da hinten um die Kurve kommen. Weiß gar nicht, ob die hoch genug ist, dass wir sie schon vor der Elbphilharmonie sehen. Ihr hattet das mal ausgemessen, wie weit das von hier bis zur Elbphilharmonie ist. Ich glaube, das waren irgendwie 6 oder 7 Kilometer. Deshalb ist da natürlich eine Menge Luft dazwischen und das Bild sehr, sehr flimmerig. Gute Idee. Das nächste Quiz, einen Standort an einer 2-Sekunden-Sequenz erkennen. Ach, ein Quiz habe ich auch noch, aber das machen wir nicht mehr heute. Aber ich habe ein paar neue Fragen zusammengestellt. Wir müssten doch irgendwo dadurch die Great Antwerp entdecken. Tobi meint, rechts kommt sie. Oh ja, da hinten. Da sehen wir Great Antwerp, Grimaldi. Da seht ihr die weiße Bordwand hinter diesem Blom- und Frostkran. Mag mal jemand von euch nachmessen, wie viele Kilometer das sind von hier bis zur Elbphilharmonie? Lord Uri meint 8,2 Kilometer etwa. Ja, andere schreiben es auch. Ungefähr 8 Kilometer Luftlinie. Krass, oder? Für 8 Kilometer ist das aber okay mit dem Bild. Da sehen wir sie wieder. Okay, ich gebe mal alles an Zoom. Great Antwerp hat jetzt auch schon 7 Knoten drauf, hat eine Länge von 249 Metern, eine Breite von 39 Metern. Ist gar nicht so alt, der Dampfer, Baujahr 2023, ist ein sogenanntes Conro-Schiff, also ein kombiniertes Schiff zum Transport von Containern und von Fahrzeugen und ist jetzt auf dem Weg nach Antwerpen. Great Antwerp fährt nach Antwerpen. Das ist ja passend.
Da ist auch schon wieder ein Fairplay-Schlebby unterwegs. Virtual Nico fragt, ob wir den Flugzeugträger vor ein paar Wochen auch aufgenommen haben. Ja, das waren 2 sensationelle Streams. Die haben wir auf jeden Fall noch im Archiv bei YouTube. Das, das war, der eine Stream war sogar von Zuschauerzahlen ein absoluter Rekordstream, wenn wir mal von Silvester absehen. Silvester hat natürlich alles geknackt, aber der mit dem Flugzeugträger, das war krass. Da stand ich ja oben auf dem Augustinum. Also einmal Gin Hotel, als er ankam, und als er rausging, oben auf dem Augustinum. Das waren schon echt coole Bilder. So, da kommt sie jetzt raus, aber ich glaube, sie verschwindet dann noch einmal wieder, weil da hinten an den Landungsbrücken fährt sie dann noch mal so eine kleine Kurve. Oder ist das aus dieser Perspektive nicht? Kann auch sein, dass ich mich davor tue. Ah, ist schon cool, wie die da hinten rauskommt, oder? Ja, und im Hintergrund hört ihr den Flugzeug starten. Ich glaube, es ist ein Beluga. Ja, Michael, du hast recht. Entfernungen sollten hier natürlich schon in Seemeilen angegeben werden. Ja, Beni Boy, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Für Tanja, die Great Antwerp. Tanja mag ja die Autotransporter besonders gern. Und ich hoffe, dass wir auch demnächst mal wieder hinten am Hansa-Höften-Stream machen. Speziell der Stream von der Ankunft des Flugzeugträgers, Tanja hat den Link nochmal gepostet, den fand ich ja besonders interessant, weil wir da ja den Conny von Fairplay zu Gast hatten. Und Conny hat ja das komplette Manöver geplant. Also der hat die ganzen Schlepper koordiniert, der hat mit der Crew hat er sich abgestimmt und quasi die ganze Machbarkeitsstudie gemacht. Denn der Flugzeugträger, der war zwar nicht exorbitant lang, aber halt sehr, sehr breit mit oben an Deck über 70 Metern. Und da mussten sie halt gucken, welche Schlepper sie nehmen, teilweise oben Masten abklappen. In Steinwerder wurden noch Pontons vor den Anleger gelegt, damit der Flugzeugträger quasi ein bisschen Abstand hat. Also das guckt euch ruhig mal an, das ist echt super interessant, was der Conny da erzählt hat über die ganze Planung. Leute, es ist schon cool, wenn sich so ein Schiff da hinten zwischen den Häusern durchschiebt, oder? Komm, das hat doch was. Das ist doch irgendwie noch mal faszinierender, als wenn das Schiff einfach so schnurstracks geradeaus aus dem Hafen rausfährt. Oh, Markus hat noch die Atlantic Sky entdeckt, die um 2 Uhr kommt. Markus, wenn du dabei bist und du um 2 Uhr Gewehr bei Fuß stehst, dann können wir drüber reden. Tony Roberts, welcome on board and greetings to Portugal. Thank you for 10 Euro tip via PayPal.
vorzuhalten. Die kommt da jetzt auch relativ flott raus. Also ich denke, so 10 Knoten wird die schon drauf haben. Och, komm, hier einmal ein bisschen Abwechslung. Na, finde ich sie? Wo ist sie denn? Ein bisschen Enten-Content, geht immer. Was ist ein Hamburg Hafen Livestream ohne Tier-Content? Ja, Andreas Westphal packt noch einen Beluga aus. Leute, Leute, Leute. Wir hatten doch heute schon Beluga ohne Ende. Aber das Wetter ist auch wirklich jetzt hier für einen Livestream heute ideal. Also es ist kaum Wind, ihr seht das ja am Wasser. Temperaturen sind erträglich. Also ich friere überhaupt nicht. Ist eher so, dass dann irgendwann ja, von der Rumsteherei die Beine und Füße so ein bisschen wehtun. Jetzt ist die Great Antwerp auch durch die ganzen Häuser da hinten durch und hat freie Fahrt. Arthur ist da. Wenn jemand vom Wetter spricht, ja. Arthur, heute bist du arbeitslos. Wetter ist wirklich perfekt für einen Livestream. Also kann ich mich null beschweren. Volker Licht könnte natürlich perfekter sein, aber ich glaube, das ist heute trotzdem schon ganz weit vorne. Wenn wir mal bedenken, was wir sonst teilweise für Kacklicht hatten. Und ich glaube, morgen soll es auch schon wieder regnen. Dann kann ich morgen wenigstens mit gutem Gewissen Pause machen. Oh, Tony. Tony writes in the chat, Columbia River is currently closed to ship traffic due to severe high winds and storms. Wow. Time for some cool pictures, Tony.
Brigitte, herzlichen Dank für deine 2 Euro Superchat. Ja, aber wenn ich da hinten so hinfilme, da ist mittlerweile wirklich so ein bisschen diesig. Aber wenn die Great Antwerp gleich näher kommt, dann wird das auch mit dem Kontrast und mit dem Bild und den Farben noch mal ein bisschen schöner. Die ist ja noch ein paar Meter weit weg. Ja, Richard, ich bin immer noch online. Ich bin immer noch online. Richtig, richtig. Wie lange eigentlich schon? Das sind doch bestimmt schon 3 Stunden jetzt. Die Planespotter lachen darüber. Unter 5 Stunden geht bei denen gar nichts. Dreieinhalb Stunden. Krass. Ja, nach dahin mit den Wolken, das sieht ganz cool aus, oder? Aber auch cool mit der Elbphilharmonie jetzt im Hintergrund. Ach, hier kommen jetzt einmal so ein paar Sonnenstrahlen. Oh, da wird gekocht. Tja, was soll ich euch noch erzählen? Was soll ich euch noch erzählen? Wir warten jetzt noch auf die Great Antwerp. Aber ich muss euch sagen, so ein Stream bei Tageslicht hat doch was. So gerne ich ja die Lichter des Hafens mag und so schön das auch immer ist, aber bei Tageslicht hat das dann doch auch wieder was Positives. Ja, Arthur, so wie es qualmt, ist das Essen angebrannt. Könnte sein, dass ich da gekocht habe.
Liermann, du Schnacker. Wieso soll ich noch bleiben? Beweg du mal deinen Hintern raus. Du sitzt die ganze Zeit nur in deinem Büro, guckst aus dem Fenster auf die Elbe und kommst hier mit dummen Sprüchen um die Ecke. Du. Ich komme da gleich rüber, da. Da in der Hafen City. Da. Jetzt verdeckt sie die Elbphilharmonie komplett. Und langsam nimmt der Kontrast im Bild auch zu. Ja, ein Schwank aus meiner Jugend. Ach. Lieber nicht. Lieber nicht. Aber es ist schon cool, wenn die da hinten so rauskommt und dann die ganze Zeit hier frontal auf uns zufährt. Das ist schon ein cooles Bild. Jetzt das richtige Licht dazu. Das hätte was. Ja, Markus, natürlich mache ich das gerne hier. Wenn ich das nicht gerne machen würde, würde ich es nicht tun. Also man sieht ihr, glaube ich, an, dass sie noch nicht ganz so alt ist. Baujahr 2023. Da kommt auch der Lotse, sehen wir leider nichts von, geht auf die Steuerbordseite. Ja, Jürgen, natürlich wollte ich schon aufhören, aber man kann ja nicht, wenn immer noch eins nachgeschoben wird. Habt ihr wenigstens unser Kartenspiel schon gesehen? Ist verlinkt unten bei den Produkten auf YouTube. Lasst mich wenigstens ein bisschen Werbung machen. Philipp hat sich so viel Mühe gegeben, dass ich finde, das Kartenspiel ist so cool geworden. Ich habe leider nur noch nichts, was ich hier einblenden kann. Ist im Shop www.hamburghafenlive.de. Und wer noch nicht hat, komm hier, WhatsApp-Kanal, damit ihr auch auf jeden Fall den nächsten Stream nicht verpasst. Da kommt sie angerauscht. Da kommt sie angerauscht.
Ja, ich finde sie irgendwie auch ganz schön. Sehr markante Schiffe. Vor allem, wenn sie dann noch so gut aussehen. Gibt von Grimaldi natürlich auch einige, die schon so ein bisschen abgeranzter sind. René, was gibt es denn da zu überlegen mit dem Kartenspiel? Das muss man doch einfach haben. Volker, danke dir nochmal für 2,49 Superchat. Guck mal, jetzt passt das auch langsam mit dem Bild. Da sieht man erstmal, was das ausmacht, so auf Entfernung. Wie der Kontrast abnimmt, wie das alles diesig ist. Und jetzt gibt es richtig schöne Farben hier noch. Herrlich. Oh, Moment. Und jetzt hört mal hin. Man hört kaum was. Die Fähre, die macht Radau. Andreas, tschüss. Danke, dass du so lange dabei warst. René, wegen deiner Bestellung hatte ich dir geantwortet. Ne? Das war ja eine Bestellung bei Spreadshirt, nicht bei uns im Shop. Aber ich hatte dir darauf geantwortet. Sonst müssen wir da noch mal per Mail gucken. Leider haben wir da keinen Einfluss drauf. Auf den Versand. Aber klar,
muss natürlich geklärt werden. Hessenblitz, ganz lieben Dank. Ein 5er-Pack grüne Welle, verschenkte Mitgliedschaften auf YouTube. Dankeschön. Anja Garlic, Beluga geht auf Drehung. Ja, nee. Leute. Aber 3 Belugas in einem Stream wäre natürlich Premiere. Hatten wir noch nie. Das hatten wir noch nie. Ja, aber ich glaube, ihr habt auch langsam keine Lust mehr, oder? So ein Beluga. Man muss es ja nicht übertreiben. Vielleicht luschert hier die Sonne noch mal so ein bisschen raus. Oh ja, der Beluga ist gerade direkt über mir geflogen und dreht jetzt da hinten. Habt ihr vielleicht gehört? Aber macht keinen Sinn, da jetzt noch hinzuschwenken. Ja, wir nehmen den Beluga noch mit. Den nehmen wir noch mit. Weil ihr es seid. Nur weil ihr es seid. Der muss jetzt erstmal eine große Kurve drehen. Der Biber Beluga. Ja. Gerald, danke. Er schreibt, Paddy, du bist der Beste. Ach Mensch, mir macht's ja auch Spaß. Mir macht's ja auch Spaß. Und man muss das einfach so mitnehmen, wie es kommt. Und das hat man halt selten, dass in so einem Stream hier Chipspotting so viel Attacke ist. Also oft ist es dann halt auch wirklich so, dass es komplett einschläft und dann macht es einfach keinen Spaß mehr. Aber wenn halt die ganze Zeit noch was kommt, dann macht es einfach auch wirklich Spaß. So, da werden noch mal ein paar Vögel verscheucht bei Airbus. Ich muss jetzt mal gucken, ob hier alle meine Router und so, ob da überall noch Strom drauf ist. Tatsächlich, die senden alle noch, die Kollegen. Lief doch bis jetzt recht stabil der Stream, oder? Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, wir hatten keine Probleme. Hamburg Beluga live. Ingo, danke. Ja. Ah, guck mal, hier ist das Licht. Hier ist das Licht. Da, guck mal, wie das leuchtet. Da ist das Licht auf dem kleinen Bötchen. Ja, Stream ist stabil, Bruder. Bruder, hast du stabilen Stream? Arthur meldet Beluga, dreht ein in Endanflug. Und da kommt auch noch was Lüdes. Ist das die Fenja? Könnte sein. Nico fragt, ob es hier in Hamburg nur die Belugas gibt. Nico, das ist eine Eigenheit hier vom Werksflughafen. Hier ist ja das Werk von Airbus.
Was du hier siehst, da diese Mauer, diese Blechwand, diese Spundwand, das ist die Start- und Landebahn von Airbus. Und diese Belugas sind halt die Transportflugzeuge. Aber wir haben ja auch noch einen ganz normalen zivilen Flughafen. Und da landen halt in Anführungszeichen ganz normale Flugzeuge. Helene B. ist das. Dankeschön. Ja, Leute, jetzt kriegt ihr hier euren Beluga. Ich möchte aber bitte, dass das auch von frenetischem Jubel, Geschrei und Geklatsche begleitet wird. Ja, ich habe doch gerade was blinken sehen. Da war er doch eben. Irgendwo da war er. Da ist er. Moment. Da. Hab ihn. So, ein paar Airbus Beluga Anfeuerungsrufe. Drei Belugas in einem Stream. Oh, das ist ja besser als 2 Fliegen mit einer Klappe. Der beste Stream aller Zeiten, schreibt Anja. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber auf jeden Fall was richtig Schönes fürs Archiv. Vielleicht habt ihr ja Lust, nachher noch ein bisschen rüber zu hüpfen auf unseren 24/7-Stream. Da habe ich jetzt selber schon ein paar echte Perlen entdeckt. Das tapfere Paddylein. Ach, Leute, es gibt echt Schlimmeres, als hier zu stehen. Schön wäre, wenn jemand noch jemand dabei hätte. Also das ist eigentlich so, dass das alleine dastehen und alleine unterhalten. Also schön wäre halt, wenn der Markus Liermann seinen Hintern aus seinem warmen Büro bekommen würde und nicht im Chat einfach nur dumm schnacken würde. Dann wäre das halt alles deutlich einfacher. Na komm, lichtmäßig war das aber jetzt nicht so verkehrt, oder? Das war lichtmäßig, war das schon... Also das war also auf jeden Fall, würde ich sagen, eine 2+. Naja, eine 2. Sagen wir eine 2. Helene B.
So, ihr Lieben. Also, das war doch eine geile Nummer, oder? Ich meine, 3 Belugas in einem Stream, das muss uns erstmal einer nachmachen. Damit haben wir wieder eine Hausmarke gesetzt. Nein, Denkmal gesetzt. Eine Marke gesetzt. Wie auch immer, ganz egal. Verzeiht meine Sprachfehler. Nein, also ich fand das richtig cool. Ich mag diese Streams total gerne. Es hat sich ordentlich Schiffsverkehr angekündigt. Es waren am Anfang 4 auf einen Streich hintereinander. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche alle. Wir haben, hey, wer das nicht mitbekommen hat, wir haben von Ingo Dreves auf Hennecke Rambo ein Horn bekommen hier. Danke auch nochmal an Jens und Annette, die den Ingo angeschrieben haben. Dann hatten wir mega coole Schiffe mit der Evermas. Wir hatten die Montreal. Ach, ich kann es mir alles gar nicht mehr merken. Ich fand es wirklich richtig cool. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Wetter hat mitgespielt, Verkehr hat mitgespielt, Technik hat mitgespielt, ausnahmsweise mal. Ich kann nur sagen, danke, dass ihr diesen schönen Mittag und Nachmittag mit mir verbracht habt. Jetzt ist 16 Uhr. Wir haben irgendwie so knapp 4 Stunden, rund 4 Stunden auf dem Deckel für den Stream. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Vielen Dank, dass ihr im Chat mitgemacht habt, dass ihr mich angefeuert, motiviert habt, dass ihr Infos rausgehauen habt. Und natürlich auch vielen Dank für eure ganze finanzielle Unterstützung. Da auch nochmal ein Dankeschön an Annette, sehe ich gerade. Die hat auch nochmal 2 Euro Beluga-Zugabe rausgehauen. Euch auf jeden Fall ein dickes Dankeschön auf YouTube und auch auf Twitch. Ihr seid wirklich die allerbeste Community. Waufzibär haut auch noch mal 100 Bits raus. Waufzibär, ganz lieben Dank dafür. Aber Mensch, die Helene B. ist auch schön, oder? Also das Blau mag ich ja total gerne. Ein wirklich schönes Blau. Richtig cool. Ja, also ich denke mal, dass der liebe Andreas Westphal auch irgendwann dann die Marker rüberschickt. Die werden dann wahrscheinlich morgen auch drin sein, falls jemand noch mal nachträglich gucken will, gerade auch das Horn und so weiter. Das lohnt sich dann auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Euch allen noch einen wunderschönen Nachmittag und Abend und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Stream.